Ich bin der David, ich bin selbstständiger Fotograf und Fotojournalist aus dem wunderschönen Österreich. Und falls ich einmal nicht daheim in Österreich bin, bereise ich Kriegs- und Krisengebiete auf der ganzen Welt. Da ich als Fotograf die Zeit stillstehen lassen kann, sehe ich mich sehr in der Rolle eines Zeitzeugens. Daher bereise ich Kriegs- und Krisengebiete, um nicht nur an die Front zu fahren und im Sinne des Sensationalismus Fotos zu machen. Mir geht es mehr um die Geschichten der Menschen, die im Sog des Krieges gefangen sind. Es sind natürlich unglaublich schreckliche Geschichten voller Leid und Elend dabei, aber wie immer, wenn das Böse Überhand nimmt, gibt es auch die Hoffnung. Genau diese Geschichten zu erzählen, sind es meiner Meinung nach wert, gewisse Risiken in Kauf zu nehmen, denn im Endeffekt hoffe ich, dass meine Fotos und die Geschichten dazu zu einem Umdenken auch in unserer Gesellschaft führen können und wir in absehbarer Zukunft in einer Gesellschaft leben können, weltweit, die nicht mehr von Kriegen und Krisen betroffen ist. Da meine Arbeit in Kriegs- und Krisengebieten körperlich schon sehr fordernd ist, versuche ich solche Gebiete mit relativ leichtem Gepäck zu bereisen. Für meine Reisen, wie zum Beispiel gerade eben in der Ukuine, habe ich 1 bis maximal 2 EOS Airbodies bei mir dabei. Meine bevorzugten Objektive für solche Reisen sind das RF 24 bis 105 mm, das RF 15 bis 35 mm, das RF 50 mm 1.8 und das RF 70 bis 200 mm. Das Camp Washukani in Nord- und Ostsyrien oder auch Rojava genannt, konnte ich das letzte Mal im Dezember 2020 besuchen. Ich war damals mit einer politischen Delegation aus Österreich unterwegs und wir haben uns das Gebiet und die Probleme, die in dem Gebiet rund um Nord- und Ostsyrien entstanden sind und nach wie vor existieren, genauer anschauen können. Das Camp Washukani an sich ist ein sogenanntes IDP-Camp. IDP steht für Internal Displaced People und was mich an diesem Camp extrem überrascht und auch begeistert hat, war die Selbstverwaltung der darin schutzsuchenden Menschen. In Washukani leben insgesamt 2900 Familien oder 13.000 Menschen und sie haben so wie im ganzen Gebiet im Nord- und Ostsyrien haben sie dort die Möglichkeit, sich selbst zu verwalten, was natürlich auch, obwohl man dann in Leid und Elend leben muss, zu einer gewissen Form der Selbstbestimmung führt, was auch dazu führt, dass die Menschen sich darinnen wohler fühlen oder so wohl wie möglich fühlen in ihrer Situation, in der sie sich befinden und auch glücklicher sind. Ich habe damals die politische Delegation auf ihrem Weg durch das Camp verlassen und habe mich zu Familien bewegt in die Zelte. Und ein Vater hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass die Kinder um die Uhrzeit immer sehr gern auf der Straße spielen. Aufgrund dessen bin ich dann auf die Straße rausgegangen und habe mich für ein paar Stunden mit den Kindern und mit den Familien, die auf der Straße gespielt haben, um sich die Zeit zu vertreiben, beschäftigt. Und dabei sind diese Bilder entstanden.